Du sprichst über komplexe Themen, über fachliche Studien, über Zahlen, Daten, Fakten und du möchtest, dass deine Präsentationen so sind, dass deine Zuschauer gebannt zuhören und hinterher auch was behalten davon, dann mach deine Präsentation mit Wow-Effekt. Wie das geht? Im Video zeige ich es dir. Hallo, ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und was ich mir als Moderatorin so manchmal an Präsentationen anschauen muss, das ist ganz schön anstrengend. Kurz gesagt, viele Präsentationen haben noch sehr viel Luft nach oben. Und ich beobachte das auch immer. Ich gucke mir dann immer die Gäste an im Publikum und beobachte, wie aufmerksam sie sind. Und dann sehe ich, viele haben ihr Smartphone, manche haben so ein bisschen die Augen zu. Und dann merkst du schon, das, was der da vorne oder die da vorne präsentiert und zeigt, das interessiert überhaupt keinen. Oder es ist so anstrengend, dass es einfach nicht möglich ist, am Mittag oder am Nachmittag dem noch zu folgen. Und das sind ganz oft Top-Expertinnen und Experten, das sind Wissenschaftler, das sind Leute, die richtig drin sind in ihrem Thema, die sich dann die Mühe machen, Präsentationsfolien zu erstellen, wo ein Bullet Point nach dem anderen kommt, manchmal Volltextformulierungen und das soll jemand lesen. Und dann denke ich immer, ja, wer soll denn das eigentlich alles behalten? Da kann ich mir doch gleich ein Handout angucken. Und das ist das Problem, dass viele Menschen denken, ja, die Präsentation, die kann ich doch auch als Handout verteilen. Falsch. Handout und Präsentation sind zweierlei Dinge. Wenn du eine Präsentation machst, dann kannst du ein Handout ausgeben oder online stellen zum Download. Aber die Präsentation, das bist du. Du machst die Präsentation, du überzeugst. Wem vertrauen wir? Papier oder Menschen? Also, wenn du Menschen bewegen willst, wenn du Menschen motivieren willst, so oder so zu handeln oder den oder jenen Ideen zu folgen, dann musst du sie davon überzeugen. Und das geht eben nicht, indem du eine Textwüste an die Wand projizierst. Und ich habe hier mal ein paar kleine Ideen mitgebracht, wie du aus deiner Präsentation eine Wow-Präsentation machst. Eine Präsentation, wo die Leute hinterher noch was im Kopf haben von. Eine ganz simple Idee ist es, Zahlen, Daten, Fakten bildhaft zu übersetzen, sie sichtbar zu machen. Das kannst du natürlich sprachlich machen. Noch besser ist es aber, diese Zahlen, Daten, Fakten in einen Gegenstand zu übersetzen. Ganz großartig hat das Hans Rosling gemacht. And I'm going to talk now how world population has changed from that year and into the future. But I will not use digital technology as I've done during my first 5 TED Talks. Instead, I have progressed and I am today launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA. This box. Here population is growing. So these 2 billions will in the next decades increase to 3 billions and they will thereafter increase to 4 billion. Eine andere Idee ist, dass du dein komplexes Thema, was möglicherweise technisch ist oder was nicht so leicht im Alltag fassbar ist, dass du es übersetzt in eine Geschichte. Und da musst du natürlich eine Geschichte finden, die zugänglich ist, die du gut erzählen kannst, die du auch persönlich erzählen kannst. Und hier gibt es ganz, ganz tolle Beispiele von Rednerinnen und Rednern, die das ganz großartig machen. Ich finde zum Beispiel Joe Gebbia, der Gründer von Airbnb, macht das ganz hervorragend. It's the day after graduating from design school and I'm having a yard sale. And this guy pulls up in this red Mazda, and he starts looking through my stuff, and he buys a piece of art that I made. And it turns out he's alone in town for the night, driving cross country on a road trip. I make the mistake of asking him, "So where are you staying tonight?" And he makes it worse by saying, "Actually, I don't have a place." And I'm thinking, oh man, what do? So
So then I hear myself saying, hey, I've got an airbed you can stay on in my living room. And the voice in my head goes, wait, what? What if he's psychotic? My anxiety grows so much, I leap out of bed, I sneak on my tiptoes to the door, and I lock the bedroom door. It turns out he was not psychotic. We've kept in touch ever since, and the piece of art he bought at the yard sale is hanging in his classroom. He's a teacher now. This was my first hosting experience, and it completely changed my perspective. Natürlich ist es die Kunst, die richtige Geschichte auszuwählen und die so zu erzählen, dass deine Botschaft auch transportiert wird. Wie das funktioniert, das zeigen wir dir gerne mal in einem unserer Trainings. Hier oben ist es verlinkt. Da kannst du bei uns lernen, wie du deine komplexen Themen einfach und nachhaltig auf den Punkt bringst. Eine andere Möglichkeit ist, dass du interaktiv mit deinem Publikum arbeitest, sie also einlädst, teilzuhaben und mitzuwirken an deiner Präsentation. So bleibt garantiert ganz viel im Kopf deiner Zuschauer hängen. Und es geht, indem du interaktive Methoden einsetzt. Du könntest ihnen eine Frage stellen und die Antwort auf Zuruf erbitten oder ein Handzeichen erbitten oder ganz viele andere Möglichkeiten nutzen, die es gibt, um interaktiv mit dem Publikum zu arbeiten. Und das ist nur eine weitere Möglichkeit, um eine Präsentation mit Wow-Effekt zu haben, wo am Ende auch was hängen bleibt, wo du am Ende die Gäste motivierst, deinen Ideen zu folgen oder mitzumachen. Probier's gerne mal aus.